Hier gerade angekommen, im Dry-Aging-Beutel. Da legen wir gleich dieses Stück Rostbeef hinein, dann kommt das in den Kühlschrank, da trocknen wir das dann für 35 Tage. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Bevor wir den Beutel auf die Arbeitsfläche legen oder aufs Arbeitsbrett, waschen wir den erstmal gründlich mit Seife und trocknen ihn ab. Da wir das Fleisch für 35 Tage kontrolliert im Kühlschrank reifen lassen, ist die Hygiene sehr wichtig. Normalerweise würde das Fleisch schlichtweg vergammeln. Mithilfe der Dry-Aging-Beutel wird das Fleisch aber geschützt. Die Luft kann aus dem Beutel entweichen, schädliche Mikroorganismen können die Spezialmembran aber nicht von außen durchdringen. Schau bitte in der Infobox, da habe ich den Beitrag auf meiner Homepage verlinkt mit noch mehr Details. Einen Link zu den Dry-Aging-Beuteln befindet sich dort übrigens auch. Dies ist kein gesponserter Beitrag, die Beutel habe ich mir selber gekauft und es nicht bereut. Um zu verhindern, dass das Fleisch mit schädlichen Keimen kontaminiert wird, ist es wichtig, es aus der Originalverpackung in den Dry-Aging-Beutel zu bekommen, ohne es anzufassen. Ich habe hier ein ca. 2,5 Kilo schweres Stück Rostbeef, Entrecote oder Hochrippe ohne Knochen sind aber auch super. Du brauchst ein großes Stück Fleisch, einzelne Steaks würden nur vertrocknen. Das ganze Fett muss auch noch dran sein, um das Fleisch vor dem Austrocknen zu bewahren. Ich weiß, das klingt widersprüchlich, aber nicht das Wasser macht ein Steak saftig, sondern das Fett. Außerdem sorgt es für den guten Geschmack. Also verwende ein möglichst großes Stück Fleisch mit ordentlich Fett, das noch original eingeschweißt ist. Dein Metzger wird dir sicher gerne so ein Stück besorgen. Den Beutel also waschen, abspülen und abtrocknen. Den Dry-Aging-Beutel umkrempeln, den Beutel mit dem Fleisch aufschneiden, in den Dry-Aging-Beutel schieben und dann die Verpackung abziehen. Voilà, und das Fleisch ist im Dry-Aging-Beutel, ohne dass ich es angefasst habe. Wenn das Fleisch aus dem verarbeitenden Betrieb kommt, ist es fast keimfrei, weil die hygienischen Bedingungen in fleischverarbeitenden Betrieben einfach top sind. Das bekommst du zu Hause kaum hin. Ich zumindest nicht. Wo war ich stehen geblieben? Also die Öffnung vom Beutel reinigen und trocknen, falls etwas vom Fleischsaft daran sein sollte. Als nächstes muss der Beutel verschlossen werden. Ich verwende dafür mein Vakuumiergerät. Ein normaler Vakuumierbeutel hat Rillen, durch die die Luft beim Vakuumieren abgesaugt wird. Ohne diese Rillen saugt sich der Beutel einfach nur fest und nichts passiert. Der Dry-Aging-Beutel hat diese Rillen nicht, weil es eben kein Vakuumierbeutel ist. Die Luft muss aber dennoch so gut wie möglich raus. Darum werden Vakuumierhilfen aus einem porösen Material mitgeliefert, durch die die Luft abgesaugt werden kann. Die legt man in die Öffnung und zwar so, dass sie noch ein ganz kleines bisschen herausschaut. Das Vakuumiergerät einschalten, die Luft absaugen und den Beutel versiegeln. Und schon ist das Fleisch gut verpackt. Zur Sicherheit verschweiße ich den Beutel ein weiteres Mal. Dafür ziehe ich den Beutel ein kleines bisschen nach vorne. Alternativ kannst du die Luft mit der Wassertauchmethode aus dem Beutel drücken und den Beutel mit einem Kabelbinder verschließen. Wie die Wassertauchmethode funktioniert, verlinke ich unter dem Video in der Infobox. Dann brauchst du den Beutel nur noch auf ein Gitter zu legen, damit die Luft rundherum zirkulieren kann und in den Kühlschrank zu stellen. Sei so lieb und drücke zwischendurch mal ganz kurz auf den Daumen nach oben Button. Dankeschön! Nach 35 Tagen das Fleisch auspacken und Steaks portionieren. Ich habe noch gar nichts zur Reifezeit gesagt. Empfohlen werden mindestens 25 Tage. Ich habe mich aber für 35 Tage entschieden, weil das Fleisch dann noch ein paar Tage mehr Zeit hat zu reifen, aber nicht zu sehr austrocknen. Wer es ganz extrem mag, reift sein Fleisch bis zu 90 Tage. Je länger man das Fleisch reifen lässt, desto besser wird der Geschmack. Wenn das Wasser aus dem Fleisch verdunstet, konzentriert sich der Geschmack im Innern. Gleichzeitig spalten Enzyme große Eiweißbausteine. Dabei wird das Fleisch zarter und neue Geschmacksstoffe werden gebildet. Etwas, das man später deutlich schmeckt und spürt, und zwar auf die beste Art. Etwas Schimmel ist auch darauf gewachsen, aber das ist unproblematisch, ja sogar gewünscht, wenn es sich um Edelschimmel handelt. Der Schimmel verbessert zusätzlich den Geschmack. Bei diesem Schimmel handelt es sich um geschmacksbildenden Schimmel, ähnlich wie beim Camembert auf der Salami oder im Blauschimmelkäse. Darum erinnert der Geschmack vom Dry-Aged Beef auch daran, je länger man es reifen lässt. Das Fleisch ist von außen sehr trocken. Das ist ziemlich hart und fühlt sich fast wie Plastik an. Zu versuchen, es im Ganzen abzuschneiden, ist zwecklos. Daher erst Steaks portionieren und dann so dünn wie möglich, aber so viel wie nötig vom trockenen Fleisch wegschneiden. Das kann man immer noch essen, nur nicht als Steak halt, dafür ist es einfach zu hart und schmeckt zu streng. Man kann es aber durch den Fleischwolf jagen. Ich habe es 1:1 mit frischem Rinderhack gemischt und Burger Patties daraus geformt. Wenn du das Fleisch zwischen 2 Stücke Backpapier legst und mit einem Teller flach drückst, ergibt das super Patties. Die habe ich eingefroren und anschließend vakuumiert. Glaub mir, das werden die leckersten Burger, die du je gemacht hast. Machen wir aber beim Dry-Aged Steak weiter.
Bitte nur mit Salz und Pfeffer würzen, um den Geschmack nicht zu verändern. Und dann ab auf den Grill. Hier, jetzt kommt wieder der Moment, an dem ich die einen vorkauen muss. Aber ich muss ja schließlich probieren, ob das überhaupt schmeckt. Ne? Ich meine, wenn das nichts ist, so, dann kann ich das Video ja nicht senden. Ne? So. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Hammer. Alter, mir fehlen fast die Worte. Das ist so intensiv, nussig, doppelter Rindersteak-Geschmack ist das. Und einfach nur lecker. Ja, ich genieße jetzt dieses Steak. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, vielleicht in diesem hier oder in diesem hier. Ich habe noch ein paar andere Steaks vorbereitet mit Kochi, Dry Age und Wet Age. Das wird sicherlich auch interessant. Ich muss das jetzt ganz dringend essen. Also, Dankeschön fürs Einschalten nochmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Dry Age. Dry Age Beef machen gehen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich muss aufpassen, dass ich ein Stück überlasse fürs Foto.